immer wieder. So, das war jetzt mal der erste Fisch, der nicht nur für Katze und Hund ist, sondern auch für uns reichen wird. Njam, 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 njam. Bislang ein herrlicher Tag unter Segel nach Mallorca. Bei gutem Wind, gute Geschwindigkeit und einem Fisch. Since we started in Turkey, we sailed more than 2,000 miles. To Greece, Italy, Sardinia, Corsica, and now we are on the Balearic Islands, on Minorca. There are just a few steps till we reach the mainland of Spain. Hopefully, without any further problems. Von den angesagten 14 Knoten Wind, die ja perfekt wären, sehe ich noch nicht viel. Naja, schauen wir mal. And of course, we start fishing. So, auf ein neues. So, Wind hat ein bisschen zugenommen und jetzt versuchen wir doch mal, ob wir mit dem Parasailer besser vorankommen. Geil wär's. Okay, ready? Ja. Zieh dicht. Dicht, 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 dicht. Dicht. Dicht, 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 dicht. Jawohl. Ja. But we weren't that lucky. First the wind dies, and then the autopilot. Again. Okay, mach bitte mal aus. Tja, verstehe jetzt nur. We try to understand what the problem is. Actually, we have no clue. Is it the electric, or the autopilot itself, or the cabling? But sailing passages between 60 and 80 miles a day without an autopilot is really exhausting. And the biggest challenge is still waiting for us, the Atlantic,
without autopilot nearly impossible. And it's not only the autopilot which is on strike, sometimes the chart plotter does the same. No positioning, no satellites, nothing. But then we see some dolphins, and our mood is getting better. Guten Morgen. Ja, der erste Blick am Morgen ist ja immer der spannendste in der Ankerbucht, zu gucken, wo liegt man überhaupt. Ja, gar nicht mal so weit weg von den Felsen. Naja, schauen wir mal. Also im Idealfall verlegen wir uns gleich noch ein bisschen, wenn die anderen abhauen. Falls die anderen abhauen. Und dann dürfen wir auch ruhiger und sicherer sein. We are on Mallorca, in Colonia St. Jordi. We arrived the night before and anchored in front of the town, with lots of other boats. Actually, too many other boats, because the wind is picking up and we think we are not very safe on anchor. Actually, there are just a handful of berths for boats like ours, but we were lucky. And the price of 26 euros per night seems to be very good. Besides, friends from Berlin are on Mallorca and want to visit us, so it's much easier to be in a marina. So wie auf jeder Sightseeing-Tour ist Asum ganz begeistert, sobald sie einen Waschsalon sieht. Sauer. Die ist verdammt gut, gute Preise. Sag mal den Preis. 8 Kilo 3,90 Euro. Echt? 8 Kilo 3,90 Euro. Zum Vergleich auf Menorca waren es 7, ne? Nee. Nee, das waren aber 6. 12 Kilo, 6 Euro. Ach so. Aber auch sehr, sehr sauber. Ja. Also wie verdienen das die wegen Junction? Ich finde es gut, dass die Aschenbecher haben. Sehr gut. Back in the marina, our neighbors from Poland invites us for a glass of wine. It's a young couple. He is a kind of freak. Last year he sailed on a 5-meter-long self-made sailboat from Portugal to the Canary Islands. Now they are living on their new sailboat. If you want to follow them on Instagram, Sailing Beetle is their account. While sunrise, we continue our trip to Ibiza.
We have 65 miles ahead of us, and probably it will be an interesting trip. The wind and weather seems to be perfect, but we are a little bit astonished as an airplane occurs on our chart plotter, directly on our course. But nevertheless, it's a start and the best sailing day we had since we left Turkey. For the first time, we catch a fish which is big enough for 4 of us. And it's a mai-mai. And also the wind is getting better and better. And also we will be lucky in fishing again. What a great day. Aber wahrscheinlich noch größer die Herausforderung als das Angeln ist, den Fisch jetzt unten auseinanderzunehmen, während die Katze durchdreht. Na, Olusch, du bist ja noch relativ ruhig, aber... Ja, der dreht durch die ganze Zeit. Ja, ich hörte das immer schon. Jan sagte ihm die Flossen geben. Dann mit Würmern hier kämpfen. Nein, möchte ich nicht. Ah, okay, ja. Ja, halt, nee, 20 vor 5. Nee, Schinkel, das ist noch zu früh. Jetzt bitte keine Stunde lang hier Trara wegen Essen. Magst du auch mit dem Geld? Die Katze schlingt nicht so wie der Hund. Und damit hat sie länger was. Das hält der Hund jetzt natürlich nicht so gut, weil es gab lecker Fisch. We arrived on Ibiza in the dark. Again we set anchor in a crowded bay. That's why we left early in the morning, heading west on the northern side of the island. Ja, das ist jetzt Ibiza. That's Ibiza. We are already on the western side, close to San Antonio, the town which is really ugly but famous for the Café del Mar. I've been there a couple of years ago while I was chartering, and I was really disappointed. In the end, we had our beer
in the club next door to the Café Del Mar, but doesn't matter. Anyhow, we found a very good spot to anchor, and in the next morning we want to sail to mainland Spain. For everyone who is cruising around the Balearic Islands, be aware of the Posidonia, the seagrass. If you anchor on seagrass, you might be fined by the guards, which is good in a way, but also sometimes horrible to find the right spot. And while I am walking the dog, Asum is preparing the first mahi-mahi. The other one is already in the freezer. Kraut würde ich nicht mit essen. Moment, aber im Moment führt Dilly-Dally vor. Vor allem, vor Makame. Vor Makame und vor Barracuda. Yes, wir führen. Es war wahrscheinlich nur für 24 Stunden, aber egal. Wir sind vor dir, Jan. Wir führen. Du stehst noch? Der frühe Vogel fängt den... Mahi-Mahi. Mahi-Mahi. Fairnesshalber muss man sagen, dass Jan schon ist wieder ein Stückchen zurückgefahren, weil er nochmal ins Café Del Mar wollte. Also in der Tat eine Momentaufnahme, aber schauen wir mal. Wie lange? Los! Drama! Actually, for the last few weeks, Chingene is fighting this fleece, and Asum is working like a monkey to get rid of it. Ja, hübsch hier. Haben wir das erste Mal seit Kalabrien eigentlich. Genau, sind wir wieder auf dem Festland, zwar dem Spanischen. Und das Beste ist, während der Überfahrt habe ich aus irgendeinem Grund anscheinend Spanisch gelernt. Ich bin nämlich gerade im Restaurant vorbei und ich habe jedes Wort verstanden, was die Gäste da gesprochen haben. Ganz toll. Ganz viele nette alte Spanier, die alle gut ein bisschen deutsch aussahen, aber wirklich jeder Tisch habe ich alles verstanden, was die gesagt haben. Wahnsinn. Der Spanier. Tja.